Que onda, Raza? Und damit herzlich willkommen in der größten Stadt Nordamerikas, Mexico City. Eine der aufregendsten, lautesten und chaotischsten Städte der Welt. Von den Stränden Cancuns direkt ins Herz Mexikos, um 8 Uhr morgens gelandet, 1 Stunde Halbschlaf im Flieger, kurz Sachen abgeworfen und raus auf die Streets. Neue Stadt, neue Vibes, neue Challenges. Wir haben keine Zeit zu chillen. Let's go. Also Leute, erster Tag Mexico City, wir sind angekommen. Wir haben kurz nochmal geklärt, das Ganze im Hostel. Wir checken jetzt die Stadt aus, bisschen rumlaufen, wir haben ein paar Sachen markiert und dann nehmen wir euch mal mit jetzt mal auf unseren ersten Tagmarsch, so wie immer. In der Hoffnung, was Cooles zu sehen, aber ich glaube, Mexico City hat viel zu bieten. Dieses Mal machen wir es mit 1 Stunde Schlaf im Flugzeug. Alright, Mexico City, let's go! Es ist früh am Morgen und wir sind hungrig. Mexico City gilt als Streetfood-Hauptstadt, bekannt für riesige kulinarische Vielfalt, von Tacos bis Tamales, von Quesadillas bis Churros. Tatsächlich ist das auch einer der Challenges, nämlich viele Streetfoods und lokale Gerichte zu probieren. Und wo erlebt man das am besten? Ganz klar, mitten auf einem mexikanischen Markt. Genau da sind wir dann auch hingegangen. Wir haben jetzt irgendwas bestellt, wir wissen nicht, was es ist, wir wissen nicht, nach was es schmeckt. Es sind Tortillas, Chicken, bisschen Soße, so ein bisschen säuerlich, leicht scharf und dann ist so Käse. Für mich war das Essen so eine 7,5 oder 8 von 10. War schon ganz geil. Das Essen ist ganz anders, das kennt man gar nicht. Ich weiß gar nicht, was für ein Essen ich das vergleichen sollte. Vom Geschmack, aber auch im optischen her. Das macht es aber voll interessant irgendwie, so ein bisschen neue Sachen zu testen. Deswegen, wenn ich hier seid, testet viele Sachen aus, ist geil. War okay, für mich aber höchstens eine 6, weil der Geschmack ein bisschen komisch war. Wir sind ein Stück tiefer in den Markt rein und ab da wurde es richtig wild. Ganze Reihen toter Schweine, Lämmer, Ziegen hängen an Haken, nebenan ein zerlegtes Wildschwein, Elchköpfe auf dem Boden. Also wirklich das volle Programm. Willkommen auf einem mexikanischen Markt. Bruder, was hab ich mit dem Krokodil gemacht? Was ist das? Der Croc ist crazy, what the fuck? Digga, die leben, die Tiere hier. Wir sind in unserer Lieblingsabteilung angekommen, Insekten, Schlangen und Spinnen. Hier konnte man tatsächlich eine echte Königspython um den Hals legen. Zwar sind das Würgeschlangen, die ihre Beute durch Umschlingen und Ersticken töten, aber dieser Kollege lag eher wie ein Nackenkissen um meinen Hals, komplett entspannt. Für mich war es auf jeden Fall das erste Mal, dass ich eine Schlange gehalten habe. Dieser Markt war wirklich eine Experience für sich. Ich sag's euch, Mexikaner haben alles umgelegt, was sich bewegt, komplett ohne Spaß. Wenn man da drin war, ist man nicht wieder derselbe. Das ist geistkrank. Also wir sind bei Churreria. Das ist ein Churros-Geschäft. Irgendwie schon seit 90 Jahren sehr bekannt. Deswegen dachten wir, probieren wir es mal aus. Hier sieht man auch schon die ersten Churros. Laden ist krass, ich sag's euch. Kommt hierher, ist heftig. Unser Trip ging dann weiter ins Stadtzentrum zum Palacio de Bellas Artes, dem wohl bekanntesten Kunstmuseum der Stadt, berühmt für seine beeindruckende Architektur. Gleich nebenan haben wir noch die Iglesia de San Francisco mitgenommen. Und ganz ehrlich, was Kirchen angeht, ist Mexiko wahrscheinlich auf Platz 1. Jede sieht irgendwie filmreif aus. Im Gegensatz zu Cancun, das komplett auf Touristen ausgelegt ist, wirkt Mexico City deutlich authentischer. Und als wäre das schon nicht genug, lief mitten im Zentrum zufällig noch ein riesiges Event. Das haben wir dann natürlich auch noch kurz abgecheckt. Diese Flagge wieder absolut riesig. Digga, was passiert hier gerade? Wir laufen weiter und plötzlich stehen wir vor einer riesigen Menschenschlange. Davor Menschen in traditioneller indigener Kleidung mit riesigen Federkronen, Weihrauch, Trommeln und Totenkopfmasken. Anscheinend eine spirituelle Reinigungszeremonie, sogenannte Limpias, Teil indigener Kultur, bei der schlechte Energien aus dem Körper vertrieben werden sollen. Es sah erst aus wie eine Show, aber die Leute stehen hier halt wirklich Schlange, um sich reinigen und segnen zu lassen. Irgendwie faszinierend. Ein crazy Bazar hier, ich sag's euch. Die schreien konstant rum hier. Wir haben hier noch eine alte Oma gefunden, die jetzt irgendwie Essen hier macht. Keine Ahnung, was es ist. Wir dachten, wir probieren es mal aus. Also meine Meinung ist ganz kritisch. Angst vor Lebensmittelvergiftung. Trotz Impfung von Cholera und Typhus. Einmal mit allem. Einmal die volle Dröhnung. Also wir haben hier diesen knusprigen Base Layer, Tostadas oder so. Dann haben wir hier eine Soße, Mais mit Petersilie, glaube ich. Oder ist es überhaupt Mais? Oder ist das Jalapeno? Ich glaube, das ist Jalapeno. Käse, Zwiebeln und dann noch rote, scharfe Salsa. Ja? Also es ist essbar. Wie? Geschmack's cool, kann man safe einmal kaufen. Muss auch mehr Sachen probieren. Zum Abschluss des Events gab es dann noch Live-Musik von einer Band vorne auf der Bühne. Starker erster Tag, jetzt aber ab ins Bett. Day 2 in Mexico City. Heute steht an, mal die andere Seite auszuchecken. Die Foodtour ging direkt weiter, rüber zu Panaderia Rosetta, einer der bekanntesten Bäckereien der Stadt. Unsere Bestellung ist angekommen, Fade On. So sieht das Prachtstück aus. Ich bin sehr gespannt. Schmeckt gut. Ich gebe dem Ganzen eine 8. Kann man sich schon holen, sag ich dir ehrlich. Und ab zum nächsten Restaurant, Taqueria Orinoco, 15.000 Bewertungen auf 4,5 Sterne. Guckt euch mal das Logo von dem Laden an hier. Also das Essen ist angekommen. Sehr gute Bewertung hat der Laden, wir sind jetzt echt gespannt. Das war der schlechteste Tag, wo ich je gegessen habe. Die Hälfte war verbrannt, die andere Hälfte war nicht verbrannt, aber kalt. Und das, was verbrannt war, aber auch kalt. Die
Tacos waren es nicht, also musste etwas Bewegung her. Und wie geht das besser als mit einem spontanen Salsa-Tanzkurs, völlig random, mitten in einem Park. Ja, okay, wie fährt da rum? Yeah. Die Straßen sehen überall richtig cool aus. Ist wieder so eine Static Kuala Lumpur Type Shit. Oh mein Gott, David Goggins, never finished. Shoutout an David. Hier gibt's auch einen Japaner. Und da wir in Mexiko sind, heißt er natürlich El Japones. Es war schon später Nachmittag, als wir uns noch auf den Weg zum Castillo de Chapultepec gemacht haben. Einer der geschichtsträchtigsten Orte ganz Mexikos. Nicht nur, weil es früher die Residenz von Kaisern und Präsidenten war, sondern auch wegen seiner atemberaubenden Lage auf einem Hügel mitten im größten Stadtpark Lateinamerikas. Direkt daneben, im obersten Stockwerk des Ritz-Carlton Hotels, soll es ebenfalls ein bekanntes japanisches Restaurant geben. Also haben wir spontan die Drohne hochgejagt. Es sah offen aus, die Leute dort waren auch entspannt drauf. Hunger hatten wir zwar keinen, aber Essen und Ambiente sind auf jeden Fall Top-Tier. Also Leute, hier unten ist eine Schlittschuhbahn auf so einem Gebäude. Wir müssen da drauf. Das ist so Schon eine Schlittschuhbahn, gell? Ja, das ist safe eine Schlittschuhbahn. Wir müssen da rein. Jetzt haben wir von oben gespottet, wo sich das nächste Abenteuer befindet. Das ist ein Four Seasons Hotel. Kann doch nicht sein hier. Also, wir sind jetzt beim Schlittschuh-Event von Four Seasons. Und hier rechts von uns, oben waren wir gerade eben. Wir waren und zwar hier. Es wäre so geil, jetzt hier drauf zu kommen. Man braucht so ein Kärtchen, das man unten an der Rezeption holen muss. Also wir haben uns mit Leuten angefreundet und für die so richtig gute Fotos gemacht, mit Licht und allem. Und die hatten diese Karten, die hatten anscheinend irgendwie zu viele, weil die wollen eh nicht reingehen. Jetzt haben wir 2 Karten secured. Das war's komplett. Jetzt können wir reingehen. Eben noch auf dem Hochhaus und plötzlich stehen wir wirklich auf der Schlittschuhbahn. Einer der most random Aktionen ever. Und um ehrlich zu sein, haben wir die Party auch rübergebracht. Wir haben es geschafft, Digga. Schlittschuhfahren im Four Seasons Hotel. Oh, Leute, die gesagt haben, in Mexiko geht's nicht, redet einfach nicht, bitte. Anfangs nicht mal erwünscht, haben wir so einen geilen Vibe mitgebracht, dass alle dann irgendwann Bock hatten, mit uns zusammenzufahren. Noch mehr! Oh mein Gott, alles so drin! Alles so drin! Wir sind hier echt Cheese! Nach unserer kleinen Eiskunstlauf-Profi-Einlage war klar, wir haben uns was Kleines zum Essen verdient, also ab zum nächsten Stand und blind das nächste unbekannte Gericht bestellen. Keine Ahnung, was wir wieder bestellt haben. Schmeckt gut, schmeckt gut. Ja? Bisschen nach Olive. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei jedem Gericht ist ein bisschen Avocado dabei. Empfehlenswert auf jeden Fall. Wir haben heute so viele verschiedene Sachen getestet, aber bis jetzt war eigentlich alles gut. Mexikanische Küche ist allgemein. Bis jetzt bin ich sehr positiv, was das angeht. Ich auch. Abends dann nochmal rüber zum Unabhängigkeitsturm. Hier soll morgen bei der Silvesterfeier wohl richtig was abgehen. Wir haben hier die Tomatenchips gefunden. Wir dachten, das ist eine ordentliche Packung. Aber das ist einfach alles Luft. Ab hier fangen die Chips an. Also wir sind hier gerade im Endeffekt in unserer Straße gewesen. Wir laufen rein, dann chillt da irgend so ein Typ an so einem Bus. Es läuft so ganz bisschen rum, schaut sich so um und dann sieht er uns, dass wir in die Straße einbiegen. Laufen wir so und er pfeift irgendwie so. Ich denke mir, hä, zu wem pfeift der? Und dann laufen wir weiter. 50 Meter weiter ist links so ein schwarzes Auto. Und daneben steht einer in so einem Pulli an der Fahrertür und der macht da so rum. Dann sagt Faye so, hä, der bricht da gerade ein. Ich so, what? Und dann schaut er sich zurück, okay, what the fuck? Dann laufen wir nochmal 50 Meter weiter. Und dann ist da so ein Auto, das an ist. Und da sitzt einer im Beifahrersitz. Und der schaut uns so komplett aus dem Peak an. Komplett im Peak. Komplett im Peak. Wir sind somit Zeuge eines organisierten Verbrechens geworden. Hier ist unser Haus, by the way. Einmal um die Ecke. Also, good life. Back in the hood, bitches. So Leute, neuer Morgen, neuer Tag in Mexico City. Heute ist der 31. Dezember 2024, der letzte Tag des Jahres. Deswegen wird es eine massive Party heute Nacht geben. Hookers and Cocaine. Es ist der letzte Tag des Jahres und den wollen wir natürlich mit Style beenden. Was passt da besser als eine Challenge mit mexikanischem Flair? Der Kauf eines riesigen Sombreros. Also ging es direkt rüber zum nächsten Markt. Wir sind jetzt auf der Suche nach einem Hut. Wir müssen uns dem Culture anpassen. 345,5 Pesos ärmer, aber 2 muchos Sombreros reicher. Das ist gerade die Devise. Wir haben uns jetzt richtig eingelebt hier in die Kultur. Arriba! Jetzt, wo wir quasi eingebürgert sind als waschechte Mexikaner, ging es mit dem Brecher auf dem Kopf direkt weiter. 2 Stunden Bahnfahrt Richtung Süden zur nächsten Sehenswürdigkeit. Wir werden komplett gestare down mit dem Head. Die haben uns angestarrt, nicht weil wir den Hut aufhaben, sondern weil wir im Frauenwaggon waren. Ich hätte mal einen separaten Frauenwaggon und einen Männerwaggon. Angekommen in Xochimilco. Xochimilco, ein kleiner Ort am Rande der Stadt, bekannt für seine bunten Boote und entspannten Vibes. Wir haben uns direkt auf den Weg zur legendären Bootstour gemacht, mit Mariachi-Musik, kalten Drinks und richtig geilen Vibes. Hier ist kein einziger. Hier ist niemand.
Leute, hier ist tote Hose, ihr checkt nicht. Hier ist gar nichts los. Erstmal die Drohne hochjagen, um zu checken, ob hier überhaupt irgendetwas abgeht. Aber außer ein paar vereinzelten Booten, tote Hose. 4 Stunden Bahnfahrt für nichts. Geiler Tag. Wenn hier Mariachis drauf wären, also diese Mexikaner da, die mit Gitarre und keine Ahnung was hier rumspielen, dann wäre es lustig. Der Tagestrip nach Xochimilco war bislang ehrlich gesagt ein ziemlicher Flop. Aber das Coole ist, auf dem Rückweg nach Mexico City liegt das berühmte Estadio Azteca, auch bekannt als Aztekenstadion. Das Stadion ist weltweit bekannt für seine unglaubliche Fußballgeschichte. Zum Beispiel im Jahr 1986, als Maradona hier im Viertelfinale gegen England nicht nur das berüchtigte Hand-Gottes-Tor erzielte, sondern auch das legendäre Tor des Jahrhunderts, bei dem er aus der eigenen Hälfte startete und die halbe englische Mannschaft austribbelte. Das Estadio Azteca ist das einzige Stadion der Welt, in dem 2 verschiedene WM-Endspiele stattgefunden haben. 1986 mit Maradona als Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und 1970 mit Pelé, der damals seine 3. Weltmeisterschaft mit Brasilien gewann. Leider konnte man das Stadion selbst nicht betreten, aber genau in solchen Momenten darf unsere Drohne natürlich ran. Ich wäre am liebsten direkt ins Tor reingeflogen, aber wegen der anstehenden Weltmeisterschaft 2026, die in Nordamerika stattfindet, laufen aktuell umfangreiche Umbauarbeiten. Trotzdem, als Fußballliebhaber ist das ein absolut geiles Gefühl, in so einem historischen Stadion zu stehen oder zumindest drüber zu fliegen. Es war schon Abend und ein letzter Programmpunkt steht noch an, die Silvesterfeier, um das Jahr 2024 gebührend abzuschließen. Rückblickend wahrscheinlich mein krassestes Jahr bisher. Wir sind jetzt in der Innenstadt, hier soll es richtig abgehen. Silvesterfeier. Junge, es ist so voll hier, man checkt gar nichts. Let's go! Die Silvesterfeier war cool, aber irgendwann sind wir dann doch ins Bett gegangen, denn am nächsten Tag stehen einige Challenges an. Was geht, Leute? Neuer Tag in Mexico City. Heute stehen 1, 2 Challenges an. Der Tag wird, glaube ich, ganz krass heute, ich sag's euch. Der erste Tag im neuen Jahr und er startet direkt mit einem Brett. Wir sitzen im Bus, 1 Stunde geht's Richtung Norden. Ziel Teotihuacan, auch bekannt als die Stadt der Götter. Dort wartet auch schon unsere nächste Challenge, ein Besuch beim Sonnentempel von Teotihuacan. Seit 1987 als UNESCO-Weltkulturerbe geschützt, stehen hier 2 der eindrucksvollsten Bauwerke des präkolumbianischen Amerikas, die Sonnenpyramide und die Mondpyramide, errichtet mehr als 2000 Jahre bevor überhaupt von den Azteken die Rede war. Teotihuacan war einst einer der größten Metropolen der Welt mit über 200.000 Einwohnern, riesigen Tempelanlagen, ausgeklügelten Straßennetzen und sogar einem unterirdischen Tunnelsystem. Und das Beeindruckendste, alles wurde ohne Metall, ohne Rad, ohne Zugtiere gebaut, komplett von Hand mit einfachen Holzwerkzeugen. Die Sonnenpyramide zählt zu den größten Pyramiden der Welt. Sie ist exakt nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet und soll zur Sommersonnenwende ein spirituelles Energiezentrum gewesen sein. Die Mondpyramide war der Ort für Rituale, Opfergaben und Zeremonien. Dort wurden auch menschliche Überreste entdeckt. Sieht schon geil aus. Aber so ein bisschen Geschichte zu kennen wäre auch nicht schlecht. Lass mal direkt neben Tourguides stellen. Unser Freund Juan Carlos hat uns etwas zur Geschichte des Tempels von Quetzalcoatl erklärt und im Gegensatz zu Chichen Itza oder den Tulum-Ruinen darf man hier sogar die Tempel hochsteigen. Das macht das Ganze nochmal viel erlebbarer. My brother, what is this? Obsidian Stone. Obsidian Stone. Wie geil! So ist die Sonne normal? Bei dem Obsidian Stone sieht so aus. Sieht schon cool aus. Das Design ist schon geil. So, wir gehen jetzt geradeaus. Das sind 2 größeren Tempeln oder Pyramiden. Die Sonne knallt und wir müssen erstmal 3 Kilometer die Straße der Toten runter in Richtung Sonnenpyramide. Ja, die lassen da die ganze Zeit was runterrollen. Alter. Da auf der Pyramide regelmäßig Pflanzen wachsen, sind Arbeiter ständig mit Pflege und Restaurierung beschäftigt und müssen deshalb immer wieder die Pyramide besteigen. Wer Lust auf so historische Ereignisse und allgemein Geschichte und so hat, der ist hier auf jeden Fall wichtig. In Mexiko allgemein, aber auch jetzt hier sehr viel Historie auf jeden Fall zu finden. Wir sind gerade aus der Anlage raus und plötzlich sehen wir irgendwelche Leute, die an einer riesigen Stange hochklettern. Die klettern da einfach ohne Sicherung hoch. Das ist schon verrückt. Bin jetzt echt gespannt, was die machen oben. Jetzt sind es mittlerweile 5 Leute oben. Dann wackelt komplett die Stange. Das ist komplett am Arsch. Oh mein Gott, ich glaube, es geht los, Bro. Das ist wirklich verrückt. Die hängen hier rum. Das ist es.
Junge, oh mein Gott, wir versuchen das jetzt auch. 100 Euro. 100 Euro ist zu viel. Wenn jetzt sagen würden, umsonst würde ich direkt machen, glaube ich. 100 Euro ist etwas überteuert, deshalb haben wir uns dagegen entschieden. Es ist gerade mal Mittag, der Tag ist noch lang, also schnell in den Bus zurück in die City und ab zur nächsten Challenge. Ein Lucha Libre Event live im Stadion anschauen. Lucha Libre ist die mexikanische Variante des Wrestlings, laut, schrill und absoluter Kult. Mit Masken, akrobatischen Einlagen und wilden Fans ist das Ganze mehr Spektakel als Sport. Die Kämpfer, oft mit jahrzehntelanger Familientradition, werden in Mexiko wie echte Superhelden gefeiert. Wir haben uns wie in Miami die günstigsten Karten geholt. Die kosten 75 Pesos pro Person, das sind 3 Euro. Es kommt ein fucking Cage-Fight. Irgendwas passiert hier. Was soll ich sagen? Lucha Libre und Wrestling ist am Ende halt doch mehr Show als Sport. Ganz anders als Muay Thai. Trotzdem war es cool, das Ganze mal live erlebt zu haben. Es ist Abend, wir haben richtig Hunger und damit kommen wir zur letzten Challenge, den schärfsten Burger der Welt essen. Viele von euch wollten, dass wir uns etwas richtig Scharfes reinziehen und hier ist euer Wunsch. Eine Einsendung hat uns sogar ein Artikel aus der Mexico News Daily verlinkt und der klingt, sagen wir mal, nicht gerade beruhigend. Im Burger Bar Joint wird mutigen Gästen ein ultimativer Schärfeburger serviert. Angeblich der schärfste Burger der Welt. Im Artikel wird der Burger als Höllenlevel beschrieben und bisher hat es kein Gringo geschafft, diesen Burger zu bezwingen. Aber heute wird sich das ändern. Wir sind bei der Burger Bar angekommen. Hier gibt es den schärfsten Burger der Welt und den werden wir heute essen. Wir wollen den Spiciest Burger, den schärfsten Burger der Welt probieren. Wir wissen aber nicht, wie Scoville der Burger hat. Sie sagen, das ist der schärfste und nicht mehr das denkt. Er bringt die schärfste Soße der Welt jetzt. Boah, das ist die Soße anscheinend. Keine Ahnung, was da drin ist. Es sieht aber komplett tödlich aus. Das ist einfach verbrannt. Das ist einfach pechschwarz. Das kann man nicht essen, Bro. Wie es aussieht. Der Typ hat gesagt, er isst es easy. Er isst es locker, er ist Mexikaner, dies, das. Ich werde nur ein bisschen dran lecken jetzt, nicht viel, ja? It's easy. This is the spicy sauce. Brother, this is nothing. Bro, ich kann das Ding ganz leer essen, sage ich. Easy. Also viele Leute haben gewünscht, dass wir was Scharfes eigentlich essen. Wir sind jetzt hier im Lokal gerade. Wir haben es gerade mal mit der Soße probiert gehabt, die auf den Burger oder in den Burger reinkommt. Die Soße ist wirklich nicht scharf. Also ich kann es jetzt nochmal machen, das ist kein Problem. Am Anfang die ersten so 5 Sekunden, jetzt gerade, ist okay, aber das kann man easy essen. Ich habe die nach dem Scoville-Wert gefragt, die haben keine Ahnung, wie viel Scoville drin ist. Es ist nicht besonders scharf und es schmeckt richtig kacke. Es schmeckt so verbrannt. Es macht keinen Sinn, hier zu bleiben, no joke. Get the hell out of here. Genau, deswegen gehen wir jetzt hier raus und wir suchen uns vielleicht was anderes. Vielleicht fragen wir einfach mal draußen nach irgendwelchen scharfen Gerichten. Ist halt Hier ist das Angebot. Hier steht, eat the spiciest burger in the world. Der Mann googelt jetzt, was Scoville bedeutet. Die schauen jetzt alle, was Scoville ist. Das erste Mal gesehen. Also Leute, wir haben uns dagegen entschieden, den Burger dort zu essen. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall mexikanisch Taco essen und das auf höchster Schärfegradsebene, die es gibt. Ich glaube, das sollte reichen. Die schärfste Burgersoße der Welt war am Ende mehr Skandal als Schärfe, also ab zur echten lokalen mexikanischen Küche. Denn wenn's einer mit Schärfe ernst meint, dann die Mexikaner. Also Leute, wir sind in unserem Laden des Vertrauens. Was wir bestellt haben, sind jetzt alle Taco-Sorten einmal. Es sind 5 Stück insgesamt und wir klatschen gleich die krassesten Soßen drauf. Ich frage gleich nochmal nach, ob er was richtig Scharfes empfehlen kann. Schärfst einfach im Haus. Und dann bocken wir das Ding uns rein. Was anderes haben wir jetzt nicht, aber ich glaube, das zählt schon. Ich glaube, die Challenge ist bestanden damit. Also anders als in Thailand ist das Essen in Mexiko nicht sonderlich scharf, sondern es gibt die Salsas, die daneben stehen und die kann man selber drauf machen. Das heißt, man portioniert die Schärfe selber. Wir haben ihn gerade gefragt, was das schärfste Zeug ist, was er hier hat. Und er meinte, die Soße hier. Deswegen wird die jetzt voll geballert. Bruder! Oh mein Gott! Bruder! Leute, die mich kennen, wissen ganz genau, ich bin der Schärfe-Master. In dem Sinne, guten. Oh, das ist verrückt, was der gerade macht hier. Das ist komplett verrückt. Bedon hat wirklich den Drittelbecher draufgekippt. Oh Junge! Stop the camera. Stop the camera. Oh mein Gott, das kann nicht gut gehen. Das
kannst du nicht essen. Feldon hat in 2 Tacos den ganzen Becher leer gemacht. Bro, meine Tacos werden kalt. Merkst du das? Also die Soße ist leer. Ich muss sagen, vom Schärfegrad war es schon akzeptabel. Es hat schon gezündet, aber es war okay. Es war machbar. Mexikanische Schärfe, dass ich nicht lache. Der Kollege hat das aber, glaube ich, dann persönlich genommen. Also der Bruder hat gerade nochmal 2 Habaneros gebracht. Die Dinger sollen komplett scharf sein. Ich fetz mir jetzt beide rein. Is it okay? Dos Habaneros is okay. Das war's komplett. Oh, die Dinger sehen tödlich aus. Und ich esse 2 davon. Bei einem hat er schon gesagt, dass ich tot bin. Oh, der hat gerade schon Abschiedswort von mir gegeben, der Knecht. Bei einem. Das war's. Bei einem. Und jetzt 2. Ich kann für nichts garantieren. Gar nichts. Er sagt, es ist sehr scharf für ihn. Wenn es im Mexikaner scharf ist, da geht's komplett ab jetzt. Das kann... Der Kellner hat's komplett gefühlt. Ich habe zwar schon die schärfste Soße im Haus Intus, aber die Habaneros sollen auf einem ganz anderen Level anscheinend sein. Also kurz mental vorbereiten und dann startet der Trip in eine andere Welt. Oh mein Gott. Bruder. Oh, ich bin dead. Ich will keine... Oh mein Gott. Anscheinend hilft es jetzt hier. Limette mit Salz. Baller rein, baller rein, baller rein. Oh mein Gott, deine Augen. Deine Augen. Mehr. Oh mein Gott. Das geht nicht weg. Das geht nicht weg. Oh, er macht so eine Scheiße. Feldon stirbt gerade. Oh. Feldon rennt auf Toilette. Oh, das ist die Frauentoilette. Bro, der ist eine Frauen... Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott, der Kellner. Das Einzige, was übrig blieb, sind leere Tassen. Feldon ist back. Feldon hat nicht gekotzt. Jeder, der diese Challenge mir geschrieben hat, ich schwör, fickt euch. Ihr seid richtige Fische. Also der Taco mit dem ganzen Becher der schärfsten Soße war schon verrückt. Aber 2 Habaneros auf einmal. Feldon wollte Eiswürfel, hier hat er sie. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ach du Mein Kacke. ganzer Mund brennt. Das ist so verrückt gerade. Welcher Vollidiot ist 2 Habaneros? Ich schwör's dir, welcher Idiot. Ich hätte einfach die Burger Challenge machen sollen, ich sag dir ehrlich. Die Burger Challenge wär's gewesen. Ich kann nicht aufhören zu zittern, ich mein's ernst, gell? Macht es Sinn, sich was anzuziehen? Die Chili war so heiß, dass es ihm schon wieder kalt wird. Der Typ hat wirklich gut mitgearbeitet. Typ ist Leere, Mann. Genau den brauche ich. José. Frankreich. Okay, wir müssen raus hier. Der Kellner wollte noch unseren YouTube-Kanal. Leute wollen mit Feldon ein Foto machen. Jetzt geht's komplett ab hier. Oh, mein Bauch geht's gar nicht gut. Er hat gerade gesagt, good luck in the bathroom. Da weiß genau, was abgeht. Boah, ich schwöre, es hört nicht auf, gell? Ich mein's ernst. Oh, du hast es so krass durchgezogen. Bro, das war so krass. Das ganze Lokal hat uns angeschaut. Alle wollten Fotos machen. Bro, was ist das? Ich schwöre, mein Bauch geht's gar nicht gut. Mein Bauch ist am Arsch, ich sag's euch. Ich habe den Hotchip auch schon gegessen, da hat's auch schon geknallt, aber hier direkt. Das brennt, tut weh, das drückt, Bro, ich bin tot, Digga. Ah, Digga. Das war das Geilste, was wir je durchgezogen haben. Shut the fuck up, Bro. Die Schärfe hat nachgelassen, aber mein Bauch ist komplett aufgebläht. Komplett, also das Next Level. Boah, so ein Rülps, das ist ganz schlimm. Dieser Limettensaft, krank, wie der hilft. Man kennt ja eigentlich nur so Milch und Brot. Und die kannten sich aus. Ja, Bro, du musst Mexikaner fragen. Mit Feuer im Magen ging es dann nach 5 Stunden Schlaf am nächsten Morgen rüber zum Flughafen. Wir sind an Tag 16 angekommen. In Mexico City allein sind wir in 5 Tagen knapp 88 Kilometer gelaufen und haben sage und schreibe 300 € ausgegeben. Damit heißt es Adios Mexico. Wir ziehen weiter in den Süden nach Guatemala, einem Land voller Vulkane, Berge und neuer Kultur. Unsere Challenges hier in Mexico City konnten wir aber alle erfolgreich abschließen. Die Stadt an sich war cool, voll mit Leben, Essen, Wahnsinn, aber auch richtig kräftezerrend mit all dem Lärm und Chaos. Es ist auf jeden Fall weniger touristisch als Cancun und das Essen war auch deutlich besser. Unsere Bestrafung aus Cancun, ja, die steht leider immer noch aus. Die nehmen wir erneut mit in die nächste Folge, wenn es dann wieder heißt, neues Land, neue Kultur und neue Challenges. Bis dahin aber, adios amigos, ess niemals 2 Habaneros. In Guatemala City angekommen und jeder weiß, dass es hier komplett abgeht. Das ist absolut gestört. Das ist so surreal hier. Hier geht's komplett ab, ich sag's euch. Digga, wo zum Fix sind wir eigentlich? Oh, wir müssen jetzt weg hier. Season 2 ist eine neue Liga. Oh
hast du noch irgendwelche letzten Worte? Die letzten Worte werden wahrscheinlich echt die letzten sein, deswegen spreche ich sie besser nicht aus. Es wird das letzte Video mal wieder. Es ist erneut das letzte Video. Mit höchster Wahrscheinlichkeit der bisherigen Calls ist das wirklich das letzte Video.